Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten. Ich habe heute wieder für euch frisch gepresste Themen. Ein wichtiges Thema sind heute die Fluggastrechte. Da ist etwas beschlossen worden. Dann geht es weiter mit 1000 Meilen, die ihr bei Lufthansa bekommen könnt in München, oder Lufthansa Meilen, die ihr in München bekommen könnt zum Jubiläum. Und Condor plant ein Vielfliegerprogramm, das nennt sich Stripes, passend zu den Streifen auf dem Flugzeug. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber natürlich auch auf School zu kommen und dort in den Dialog zu treten. Das erste Thema, was wir haben, sind die EU-Verordnungen. Und zwar ist es so, die haben beim EU-Parlament und Mitgliedstaaten haben sich auf neue Fluggastrechte geeinigt. Da hatten wir ja letzte Woche schon einige Sachen zu gesagt. Fokus ist auf mehr Transparenz bei Preisen und stärkere Verbraucherrechte. Das können wir natürlich nur begrüßen. Preisangaben müssen künftig inklusive Handgepäck sein. Familienkostenlose Sitzplatzreservierung nebeneinander für Kinder. Entschädigung bleibt, so wie sie war, 250 Euro bis 1500, 400 Euro bis 3500 Kilometer und ab 3500 Kilometer sind sie 600 Euro. Anspruch ist weiterhin ab 3 Stunden Verspätung. Airlines müssen Passagiere digital über Rechte informieren. Frist für Entschädigung 9 Monate. Ja, weniger Spielraum natürlich für die Hidden Fees, wenn solche Sachen genannt werden müssen. Druck ist natürlich auch bei Low-Cost-Modellen wie Ryanair und Wizz Air und sowas alles. Die finden das wahrscheinlich nicht lustig. Für uns ist es natürlich mehr Transparenz und vergleichbare Preise. Und als Familien profitiert man da auch direkt mit den Sitzen. Ja, ansonsten können wir natürlich sagen, Roberta Metsola sagt, die Vereinbarung wird die Rechte von Fluggästen stärken. Kann man so sagen, es ist ja Gott sei Dank eine Verbesserung, keine Verschlimmbesserung geworden. Frage ist natürlich, ob die Ticketpreise insgesamt jetzt steigen werden. Ist das Ende der Low-Cost-Modelle? Glaube ich eher nicht, vor allem der Ultra-Low-Cost. Aber wichtigste Erkenntnis ist, dass die EU jetzt die Passagierrechte verbessert und optimiert und dass Lufthansa und andere Airlines for Europe mit ihrer Lobbyarbeit Gott sei Dank nicht durchgedrungen sind. Natürlich haben wir jetzt mehr Transparenz, aber als Gefahr ist halt wirklich eine höhere Bepreisung. Ja, denkt ihr, dass Flüge am Ende durch mehr Regulierung teurer werden am Ende? Condor hat bei dem Thema auch einen Vogel abgeschossen. Die hatten ja letztes Jahr den Markennamen Stripes sich schützen lassen für ein Meilenprogramm. Und jetzt gibt es da so ein paar Details. Die Dokumente, die intern sind, zeigen Details zum geplanten Treueprogramm. Da gab es zum Beispiel auch ein Datum, 30.06. zum Beispiel, auch Promo-Aktionen und so weiter. Aber haben wir ja alle gemerkt, dass es das nicht gibt. Einführung ist allerdings relativ unsicher, aber das Konzept sehr konkret, muss man ehrlicherweise sagen. Also Markenname ist Stripes, Statusmodell ist eine Testphase, 5 Flüge Silber, 10 Flüge inklusive 2 Business sind Gold. Neue Condor-eigene Flüge zählen, keine Punkte für Codeshare, aber auch nicht für Marabu-Flüge, also die Schwester-Airline. Servicekartennummer muss 48 Stunden vor Abflug hinterlegt sein. Kombination mit anderen Programmen ist nicht erlaubt. Ja gut, man kann natürlich jetzt sagen, dass die sich versuchen, gegen die Lufthansa zu positionieren mit einem eigenen Meilenprogramm. Ich würde aber eher als wichtiger empfinden, dass sie ein Programm haben, was in der One World mit ist, weil sie dadurch natürlich ihre Position auch einmal verbessern. Und natürlich kann Condor hier strategisch Low-Cost Complexity Loyalty testen, kann man natürlich auch so sagen. Heißt also so ein Simplified Loyalty-Programm. Also, Condor-Sprecher, was hat er dazu gesagt? Ein mögliches Loyalty-Programm wird geprüft. Also nichts Genaues weiß man. Aber man hat auch zugegeben, dass das auf der Webseite veröffentlicht war, eine Zeit lang, warum auch immer. Ja, kann so ein Vielfliegerprogramm ohne Partner funktionieren? Denn die Frage ist halt wirklich, die wichtigste Erkenntnis, die uns aus der Loyalty bleibt, ist, dass Condor Loyalty denkt, aber halt relativ unsicher. Heißt also, dass man da eventuell noch keine konkreten Sachen hat. Entwicklung der Testphase zeigt natürlich eine strategische Orientierung, aber keinen finalen Plan. Also da ist jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Wasser, was da den Main runterrennen muss. Würdet ihr so ein Programm von der Condor benutzen? Könnt ihr was zu sagen? Lufthansa Jubiläum, 100 Jahre Lufthansa, 1000 Meilen in München. Zum Jubiläum gibt es am Flughafen München eine Bonusaktion. Entschuldigung. Ja. 1000 Meilen extra pro Einkauf, aber ihr müsst mindestens 100 Euro ausgeben. Die wichtigsten Fakten, klar, vom 1. bis zum 30. Juni gilt die Aktion.
2026 1000 Bonusmeilen pro Einkauf ab 100 Euro, rund 40 teilnehmende Shops, Gutschrift automatische Vorlage bei der Karte und die Kombination mit regulären Meilen ist möglich. Ja, die Frage ist natürlich, ob das 1000 Punkte attraktiv ist oder nicht, da könnt ihr selber entscheiden. Kommt natürlich immer darauf an, was man in München am Flughafen kauft. Aber es ist natürlich immer schön, wenn man am Flughafen ist und dann was kauft, dass man halt Punkte bekommt. Klar ist natürlich wieder Monetarisierung ohne Flug, aber einem geschenkten Grau schaut man im ersten Moment nicht ins Maul. Also würdet ihr diese Punkte mitnehmen oder eher nicht? Wir können als Fazit der Sendung zusammenfassen, die EU verschärft die Regulierung im Prinzip mehr auf die Airline-Seite. Das heißt also, die Airlines werden mehr gedrückt als wir Passagiere, weil für uns ändert sich fast nichts. Loyalty wird zum strategischen Kern, sieht man ja bei Stripes oder bei Condor, dass die auch da ein Programm brauchen. Einnahmen verlagern sich zudem vom Ticket zu einem Ökosystem. Und Airlines müssen halt transparenter werden und stärker auf Kundenbindung setzen und neue Revenue Streams erschließen. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch auf School zu kommen und dort die Frage des Tages zu beantworten. Und die einzige Frage, die wir heute haben, ist doch ganz klar. Wie findet ihr 1000 Meilen Aktion, 1000 Meilen von Lufthansa? Da bin ich mal gespannt, 100 Jahre. Also in dem Sinne, danke, dass ihr heute dabei wart und bis zur nächsten Sendung. Ich freue mich auf euch.